Und jetzt das Heute-Journal mit Christopher Wehrmann und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Brüssel sortiert sich und sein Spitzenpersonal. Beim Treffen der EU-Regierungschefs soll das Dreierpaket endgültig beschlossen werden. Ursula von der Leyen soll ihre zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin erhalten. Der Portugiese Antonio Costa soll Ratspräsident und die Estin Kaja Kallas soll EU-Außenbeauftragte werden. Das haben sich die Verhandlungsführer für die EU-Spitzenjobs schön überlegt. Doch Scholz, Tusk und Macron haben ihre Rechnung ohne Giorgia Meloni gemacht. Isabel Schäfers über die schweigende Kraft einer Italienerin. Giorgia Meloni muss heute öffentlich gar nichts sagen. Es ist auch so klar, was die italienische Regierungschefin denkt. Sie ist sauer, dass die drei großen Parteienfamilien, die Konservativen, die Sozialdemokraten und die Liberalen, das Personalpaket bereits vor dem Gipfel unter sich festgezurrt haben. Wir haben eine Entscheidungsbildung erleichtert, weil der Europäische Rat und die Mitgliedstaaten müssen ja auch klugerweise einen Vorschlag machen, der auf eine Mehrheit im Parlament rechnen kann. Demnach soll Ursula von der Leyen erneut als EU-Kommissionspräsidentin nominiert werden. Präsident des Europäischen Rates soll der Portugiese Antonio Costa werden. Der Posten der EU-Außenbeauftragten soll an die liberale Estin Kaja Kallas gehen. Wir sind drei politische Gruppen, die zusammenarbeiten wollen. So funktioniert Politik nun mal. Doch Europa wäre nicht Europa, wenn es so einfach wäre. Es knirscht hinter den Kulissen. Denn bei den Europawahlen haben die Parteien rechts außen stark zugelegt. Und ihre Vertreter im Rat, wie Meloni und Viktor Orban, melden nun Ansprüche an. Das ist eine Unverschämtheit gegenüber den europäischen Wählern, die mit überwältigender Mehrheit für die Rechten gestimmt haben und eine rechte europäische Führung sehen wollen. Zwar werden ihre Stimmen rein rechnerisch nicht gebraucht, aber auch das ist Europa. Es wird auf möglichst breiten Konsens gesetzt. Italien etwa könnte zur Beschwichtigung einen wichtigen Posten in der EU-Kommission erhalten. Denn Italien bleibt ein wichtiger Partner, etwa um die Migrationskrise zu bewältigen. Giorgia Meloni ist eine Premierministerin, die sehr viele gute Initiativen gesetzt hat für die Europäische Union, für die Sicherheit an unseren Außengrenzen. Es gibt kein Europa ohne Italien, keine Entscheidung ohne Meloni, ist doch klar. Ebenfalls nicht mehr aus Europa wegzudenken, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Er ist angereist, um eine Sicherheitsvereinbarung zwischen der EU und der Ukraine abzuschließen. Darin festgehalten eine langfristige Unterstützung für das Land im Krieg. Europa hat in diesen sehr schwierigen Jahren Einigkeit bewahrt und es ist stärker geworden. Die Welt hat die Effektivität Europas gesehen, hat unsere Fähigkeit gesehen, die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit zu treffen. Gleichzeitig fordert er mehr Waffen und Munition. Und auch das ist Europa. Nach außen wird Einigkeit demonstriert, doch nach innen muss diese oft noch hergestellt werden und dabei auch neue Machtverhältnisse berücksichtigen. 2 Tage geht der EU-Gipfel. Dem französischen Präsidenten käme es allerdings zu Pass, wenn sich die EU-Spitzen möglichst schon heute auf alles, was wichtig ist, einigen, damit er schnell wieder nach Hause kann. Dort wartet auf Macron eine deutlich größere politische Baustelle, die er allerdings selbst zu verantworten hat. Und die Baustelle nennt sich vorgezogene Neuwahlen. Offenbar sah er nach dem Erfolg der Rechtsnationalistin Marine Le Pen bei der Europawahl keinen anderen Weg, um die politische Stimmung wieder zu drehen. Ob das aber mit der Auflösung des Parlaments, die die Franzosen als Atombombe der Verfassung bezeichnen, wirklich so eine in seinem Sinne zündende Idee war? Anne Arendt. Sie wollen, dass ihre Stimme zählt, denn es steht viel auf dem Spiel. In Frankreich, das die Briefwahl nicht kennt, haben bereits 1,5 Millionen Menschen eine Wahlvollmacht beantragt. Ein Rekord. Macrons Entscheidung sehen Sie hier kritisch. Ich glaube, es wird für ihn nicht gut ausgehen. Die Leute machen sich Sorgen und mobilisieren sich. Das ist immerhin ermutigend. Doch wenig deutet darauf hin, dass die Neuwahl zur Nationalversammlung die vom Präsidenten erhoffte Klarheit bringt.
Sein Mittellager mit Kandidat Gabriel Attal liegt in Umfragen nur mehr auf Platz 3, überholt vom linken Block und von den Extremrechten. Millionen Franzosen erkennen heute Frankreich nicht wieder. Sie erkennen das Land, in dem sie aufgewachsen sind, nicht wieder. Und ich wünsche mir, dass wir dieser verrückten Politik der Massenimmigration Einhalt gebieten können. Sie sollten den emigrierten Arbeitnehmern danken, weil sie in Wahrheit Jobs besetzen, die für das Leben der Nation von entscheidender Bedeutung sind. Sie kosten kein Geld, sie bringen Geld ein. Die Rechtsnationalen wollen hingegen Vorrang für Franzosen bei Jobs und Wohnungen und überzeugen damit vor allem die Menschen auf dem Land, wo die Verachtung gegenüber der Pariser Politik groß ist. Wir arbeiten jeden Tag und kommen doch nicht über die Runden, und die nicht arbeiten, haben mehr als wir. Der Präsident hat viel versprochen, aber sich nicht daran gehalten. Daher wenden sich die Menschen nach rechts. Ein Präsident von oben herab? Dieses Bild hat sich so sehr verfestigt, dass selbst Parteifreunde warnen, er solle sich nicht in den aktuellen Wahlkampf einmischen. Macron meldet sich dennoch mit drastischen Worten. Die extreme Rechte bringt die Menschen gegeneinander auf, weil sie auf ihre Religion oder Herkunft reduziert und somit spaltet sie, stachelt einen Bürgerkrieg an. Auch der Innenminister warnt vor extremen Spannungen, und das nicht nur wegen der anstehenden Olympischen Spiele. Im Parlament droht die Gefahr einer dauerhaften Blockade. Die große Frage, die sich nun stellt, ist, ob es sich, wenn ich das so sagen darf, nur um eine politische Krise handelt oder ob wir uns grundlegender in einer Staatskrise wiederfinden werden. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Rassemblement National die meisten Sitze erhält und auch das Linksbündnis stark abschneidet. Macron steht als Präsident nicht zur Wahl, doch die Kontrolle über das Geschehen, die scheint ihm gerade zu entgleiten. Staatskrise, Kontrollverlust, lassen wir uns das Ganze einordnen. Von Jakob Ross, er ist Frankreich-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, und damit einen schönen guten Abend nach Paris. Guten Abend, hallo. Also wir haben es gerade gesehen und gehört, das Risiko ist groß, dass die Macronisten abgeschlagen Dritter werden. Was würde das vielleicht in kurz für Frankreich bedeuten? Nun, das würde eine Situation verschärfen, die im Grunde genommen seit 2022 besteht, als Macron seine parlamentarische Mehrheit verlor. Er hat jetzt diese Wette eingegangen mit der Auflösung der Nationalversammlung, diese Mehrheit zurückzugewinnen. Es sieht nicht danach aus, dass die aufgeht, und so könnte sich eben sein Machtverlust verstetigen und verschärfen, und bis 2027 stünde dann in Frage, ob er als Präsident überhaupt noch diese ihm verbleibende Amtszeit ausfüllen kann. Und wenn wir schon bei Konsequenzen sind, welche hätte das für Deutschland, für die EU? Was würde eine Le Pen-Regierung bedeuten? Sollte das Rassemblement National tatsächlich am 7. Juli eine absolute Mehrheit im Parlament gewinnen und damit einen Anspruch erheben können auf den Posten des Premierministers, auf Ministerposten, hätte das gravierende Folgen für die deutsch-französische Beziehung, auch für die Europäische Union. Frankreich und auch Macron waren in den vergangenen Jahren wirklich wichtige Antreiber in der Europäischen Union. Macron hat viele Ideen vorgebracht, hat zuletzt auch in der Unterstützung der Ukraine wichtige Akzente gesetzt und die Union vorangetrieben ein Stück weit. Und das Rassemblement National, Marine Le Pen und ihr Protégé, der vielleicht zukünftige Premierminister Jordan Bardella, haben eben in der Vergangenheit häufig, muss man sagen, mit deutschlandfeindlichen Klischees Politik gemacht und versucht, Stimmen zu gewinnen. Das heißt, wenn es zu diesem Szenario kommen würde, dann stünden den deutsch-französischen Beziehungen und der Europäischen Union wirklich stürmische Zeiten bevor. Jetzt haben Sie gerade die Ukraine schon angesprochen. Da würde ich gerne noch mal nachfragen. Marine Le Pen wird ja eine gewisse Nähe zu Putin unterstellt. Das heißt auch, was diesen Krieg anbelangt, hätte es Konsequenzen? Ja, absolut. Marine Le Pen hat in der Vergangenheit, 2012 zum Beispiel, im Wahlkampf Kredite aus Russland bekommen, war mehrmals in Russland, hat auch Wladimir Putin getroffen. Es wird dem Rassemblement National insgesamt als Partei eine gewisse ideologische Nähe zu Putin und seiner Partei und dem Regime im Kreml noch heute unterstellt.
Marine Le Pen und ihre Partei haben versucht, gerade seit Beginn des Kriegs in der Ukraine, sich davon ein Stück weit zu distanzieren, das vergessen zu machen. Aber bis heute besteht zum Beispiel der Spitzenkandidat in der Europawahl, Bardella, und vielleicht zukünftige Premierminister, darauf, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied werden sollte. Er zieht die roten Linien erneut, die Präsident Macron gerade im Februar sozusagen weggewischt hatte, also die Entsendung, die mögliche Entsendung auch französischer Soldaten in die Ukraine offiziell. Und insgesamt würde es mit Sicherheit schwierig, auch mit Blick auf die finanzielle Unterstützung, das derzeitige Niveau zu halten. Nicht ohne Grund hat sich der deutsche Bundeskanzler ja auch schon besorgt gezeigt, was diese Wahlen jetzt anbelangt. Vielleicht da auch noch mal kurz nachgefragt, diese Entscheidung von Emmanuel Macron, war die wirklich notwendig? Nun, viele Beobachter haben damit gerechnet, aber nicht zu diesem frühen Zeitpunkt, nicht so überraschend. Sie haben damit gerechnet, dass diese Entscheidung vielleicht im September hätte kommen können, nach dieser Episode der Olympischen Spiele, auch der Unruhe in Brüssel, wo gerade eine neue Kommission eingesetzt wird, des NATO-Gipfels, des Wichtigen, der im Juli ansteht. Aber im September hätte tatsächlich eine Budgetentscheidung angestanden für den Haushalt im kommenden Jahr, wo vermutet wurde, dass ein Misstrauensvotum eingebracht werden würde, dass eben die Regierung Macrons hätte stürzen können. Und so hat Macron jetzt nach dieser Europawahl offensichtlich entschieden, dass er den Zeitpunkt dieser Auflösung bestimmen will, ist ein Risiko eingegangen und scheint dieses Spiel jetzt zu verlieren. Es wird auf jeden Fall mit einer hohen Wahlbeteiligung gerechnet. Am Sonntag wissen wir ein bisschen mehr. Danke, Jakob Ross, für Ihre Einschätzungen von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Danke Ihnen. Ja, und wenn am Sonntag keiner der Bewerber eine absolute Mehrheit erhält, dann findet eine Woche später, also am 7. Juli, ein zweiter Wahlgang statt. Weitere Informationen zur Wahl und auch zum Wahlsystem finden Sie jederzeit bei uns auf ZDF heute. Und damit kommen wir zu den Nachrichten und zu einer Reform, von der zwar fast alle sagen, dass sie kommen muss, Christopher, aber über das Wie, da wird eifrig diskutiert. Genau, der Bundestag hat heute erstmals über die geplante Krankenhausreform debattiert. Diese sei unbedingt notwendig, sagte Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Ansonsten drohe einem Viertel der Krankenhäuser bis 2030 die Insolvenz. Weniger, dafür gut finanzierte Kliniken bei besserer Qualität. Das will Lauterbach mit der umstrittenen Reform erreichen. Kritik kommt unter anderem aus den Ländern. Sie befürchten, dass viele kleinere Krankenhäuser im ländlichen Raum schließen müssen. Seit heute gilt das neue Staatsbürgerschaftsrecht. Damit können Migranten, die in Deutschland leben, schneller eingebürgert werden und die doppelte Staatsbürgerschaft erhalten. Und zwar bereits nach 5 statt wie bisher nach 8 Jahren. Wer sich besonders gut integriert hat, muss sogar nur 3 Jahre warten. Kritik kommt von der Union und von der AfD. Beide wollen die Regelung im Fall einer Regierungsbeteiligung rückgängig machen. Die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland schrumpft weiter. Mehr als 400.000 verließen im letzten Jahr die katholische Kirche, der jetzt noch rund 20 Millionen Menschen angehören. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Betzing bezeichnete die Zahlen als alarmierend. Sie zeigten, dass die Kirche in einer umfassenden Krise stecke, so Betzing, der eindringlich für Reformen warb. In Bolivien ist ein Putschversuch gegen die sozialistische Regierung von Präsident Arce gescheitert. Abtrünnige Militärs hatten gestern versucht, den Präsidentenpalast in La Paz zu stürmen. Der mutmaßliche Anführer, der einstige Armeechef Zúñiga, wurde verhaftet. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Terrorismus ermittelt. Bolivien gehört zu den strukturschwächsten Ländern Südamerikas. Zuletzt hatte sich die politische Krise aufgrund der wirtschaftlichen Probleme verschärft. Die einen sagen, es seien windige Verträge und einer der größten Steuerverschwendungsskandale. Die anderen sagen, es ging um Leben und Tod, es musste in der Not entschieden werden. Man kann den Maskenskandal als parteipolitisches Klein-Klein zwischen Ampel und Union abtun, aber es geht bei der Sache um sehr viel Geld und auch um die Glaubwürdigkeit von Politik. Daher tut transparente Aufklärung Not. Die sollte es heute im Bundestag geben. Zentrale Fragen: War die Bestellung von Schutzmasken in Milliardenhöhe, und zwar ohne weitere Verhandlung,
wirklich notwendig und durfte das Ministerium Verträge einfach stornieren und somit Rechnungen nicht bezahlen? Britta Spiekermann. Dr. Christoph Partsch ist Anwalt für Wirtschaftsrecht. Die Berliner Kanzlei vertritt 25 Maskenlieferanten, die in der Anfangsphase der Corona-Pandemie Masken lieferten und auf Rechnungen sitzen blieben. Jetzt bekam ein Lieferant vor dem Oberlandesgericht Köln Recht. Ein Urteil mit Signalwirkung, sagt der Anwalt. Partsch spricht von schweren handwerklichen Fehlern des Bundesgesundheitsministeriums. Die Verträge sind grottenschlecht gemacht. Es ist das falsche Vergabeverfahren gewählt worden. Man hätte schlichtweg eine normale Vergabe machen können. Es ist nicht das dafür spezialisierte Bundesbeschaffungsamt beauftragt worden, sondern man hat das hausintern machen wollen, hier mit einer Kanzlei. Der Vertragstext ist so widersprüchlich, dass es einem graut, und all diese Mängel fallen jetzt natürlich dem Bundesgesundheitsministerium auf die Füße. Ende März 2020 wollte der damalige Bundesgesundheitsminister Spahn von der CDU schnell an Masken kommen, ohne große Bürokratie, ohne große Verhandlungen. Den Unternehmen wurde ein Festpreis garantiert, jede FFP2-Maske für 4,50 €. Doch zu viele Firmen meldeten sich und lieferten zu viele Masken. Das Ministerium verkürzte Lieferfristen und sprach von Qualitätsmängeln, zahlte vielfach nicht. Der Streitwert heute mindestens 2,3 Milliarden €. Jens Spahn verteidigt sich im Bundestag. Wir haben Masken beschafft. War es teuer? Ja. War es teilweise chaotisch? Ja. So ging es allen Ländern auf der Welt. Spahn beruft sich auf die Notlage. Die Ampel fordert Aufklärung angesichts drohender Milliardenzahlungen. 2,3 Milliarden €. Also diese Zahl, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 2,3 Milliarden €. Das sind in etwa die Kosten für die Schäden des Hochwassers in Bayern. All das ist in Zahlen gegossene Verantwortungslosigkeit. Allein die Zinsen für mögliche Strafzahlungen könnten das komplette Mautdebakel von Ex-CSU-Minister Scheuer übersteigen. Allein die Zinsen. Wir reden von einem der größten Steuerverschwendungsskandale, die es je in der Bundesrepublik gegeben hat. In der Corona-Pandemie kaufte der Bund 5,7 Milliarden Corona-Masken. Mehr als die Hälfte wurde vernichtet. Der Bundesrechnungshof hatte diese Beschaffung ohne jegliche Mengensteuerung bereits 2021 und dann nochmal 2024 ungewöhnlich scharf kritisiert. Insgesamt sind ca. 100 Fälle anhängig. Der Streitwert von jetzt schon 2,3 Milliarden € könnte sich weiter erhöhen. Die Aussichten seiner Klienten, sagt Partsch, die seien gut. Welchen Druck Landwirte ausüben können hinter den Kulissen und auch auf der Straße, das hat die Republik insbesondere im Winter zu sehen bekommen. Steuervorteile, Sie erinnern sich, sollten da ja gestrichen werden. Das ging den Landwirten gegen den Strich und daher haben sie dann wochenlang ihre Traktoren als Muskeln spielen lassen. Damit das nicht nochmal passiert, war die Politik bereit, ein Entlastungspaket zu schnüren. Ausgepackt wurde es kurz vor dem derzeit stattfindenden Bauerntag, aber es reicht den Landwirten nicht. Nicola Albrecht. Der Bauernverband setzt beim Empfang des Bundeslandwirtschaftsministers Özdemir in Cottbus auf sportlichen Protest, fordert vom Minister endlich Stürmer für seine Mannschaft zu werden. Durchsetzen können, haben wir ein bisschen Ausrüstung dabei. Und gibt der Ampel für das Agrarentlastungspaket 0 Punkte. Özdemir in der Defensive. Das Paket enthalte Steuererleichterungen beim Verrechnen von Gewinnen und Maßnahmen, die die Bauern am Markt stärken würden, meint er. Und die Teilkorrektur der Beschlüsse, sehen Sie es mir nach, dass ich das jetzt in aller schwäbischen Bescheidenheit sage, das ist nicht nichts, dass die Kfz-Steuerbefreiung wieder vollumfänglich eingesetzt wurde, dass beim Agrardiesel der Ausstieg nicht sofort erfolgt. Am angekündigten Wegfall der Agrardieselsubvention hatten sich die Proteste entzündet. Auch Milch- und Getreidebäuerin Maria Schulze ist dagegen auf die Straße gegangen. Doch das ist bei weitem nicht das Einzige. Die Kosten für Saatgut, Pflanzenschutz und Düngemittel seien bald nicht mehr tragbar. Die Preise sind enorm gestiegen und wir kriegen aber für unsere Produkt, was wir liefern, einfach nicht mehr Geld. Genauso ist es auch in der Milchproduktion. In Brandenburg sind 7% der Milchviehbetriebe haben aufgehört wieder im letzten Jahr. Und wenn
Wenn das halt so weitergeht, dann haben wir irgendwann keine Milchviehwirtschaft mehr in Deutschland. Das Entlastungspaket greife zu kurz und sei zu unspezifisch, findet nicht nur Maria Schulze. Auch Beobachter fordern mehr konkrete und individuelle Unterstützung für die Landwirte. Die große Frage, was können die Erzeugerinnen und Erzeuger über den Verkauf ihrer Produkte realisieren an Einkommen? Und was erwartet die Gesellschaft darüber hinaus an Leistungen, die eben nicht über Marktpreise abgedeckt werden? Und hier sollte die Subventionen, die es gibt, viel stärker zielgerichtet fließen. In Cottbus ebenfalls kaum Applaus für Özdemir und seine Versprechen. Dafür eine Protestsirene. Das nehmen wir Ihnen nicht mehr ab, das, was er hier erzählt hat. Ich finde, das ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also es muss auf jeden Fall da noch nachgebessert werden. Und so ist die nächste Protestwelle programmiert. Spätestens, wenn die Ernte im Herbst eingefahren ist, rollen die Traktoren wohl wieder über Autobahnen. Wir machen jetzt weiter mit ganz anderen Verhandlungen. Christopher, die waren allerdings auch ziemlich zäh. Für die knapp 600.000 Beschäftigten in der deutschen Chemieindustrie gibt es mehr Geld. Die Gewerkschaft IG BCE hat bei den Tarifverhandlungen Gehaltssteigerungen erwirkt um fast 7%. Zudem hat die Gewerkschaft einen zusätzlichen freien Tag exklusiv für Mitglieder vereinbart. Das klingt ziemlich ungewöhnlich. Frank Bethmann, wie ist diese Vereinbarung einzuordnen? Ein besonderer Bonus für Gewerkschaftsmitglieder, das war tatsächlich eine Kernforderung. Und das Erreichte könnte nun Signalwirkung auch für andere Branchen haben. Denn die IG BCE ist ja nicht die einzige Gewerkschaft, die damit zu kämpfen hat, dass die Mitgliederzahlen zurückgehen. Wie schafft man also eine Trendumkehr, indem man den gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten etwas bieten kann, was nur sie bekommen? So hat man sich letztendlich auf diese zusätzlichen freien Tag pro Jahr geeinigt. Und nicht nur das, einen weiteren freien Tag bekommen langjährige Gewerkschaftsmitglieder jeweils einmalig im 10., 25., 40. oder 50. Jahr ihrer Zugehörigkeit zur IG BCE. Eine Lösung, mit der auch die Arbeitgeberseite leben kann. Ihr war wichtig, nicht mit dem Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit zu brechen. Von der ausgehandelten Tariferhöhung werden auch dieses Mal ausnahmslos alle Chemiebeschäftigten profitieren. In den Genuss des zusätzlichen freien Tages aber kommen nur die Gewerkschaftsmitglieder. Vielen Dank an die Börse in Frankfurt. Frank Bethmann. Unternehmen, die Produkte mit dem Begriff klimaneutral bewerben, müssen künftig genau erklären, worauf sich dies bezieht. Das hat der Bundesgerichtshof in einem Grundsatzurteil entschieden. Ansonsten sei die Werbung irreführend, so die Richter. Im konkreten Fall geht es um den Süßwarenhersteller Katjes. Dieser produzierte seine Fruchtgummis nicht CO2-neutral, sondern kompensierte die Emissionen durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, alle Neugeborenen und Säuglinge in Deutschland gegen das RS-Virus zu immunisieren. Für sie sei eine Infektion besonders gefährlich und könne zu schweren Atemwegserkrankungen führen. Nach Angaben der STIKO muss jedes 4. Kind mit einer RSV-Infektion während des ersten Lebensjahres medizinisch behandelt werden. Der Deutsche Wetterdienst bzw. feuchtwarme instabile Luft hat in weiten Teilen Deutschlands zu teils kräftigen Gewittern geführt. Örtlich kam es zu Sturmböen und Starkregen. Regionale Gewitter haben in Franken zu Niederschlägen mit mehr als 100 Litern pro Stunde und Quadratmeter geführt. Bei Hannover drang Wasser in Garagen und Hauseingänge ein. Die Kanalisation war überlastet. Hagelkörner so groß wie Eiswürfel fielen in Thüringen. In Bayern stürzten Bäume um und versperrten Landstraßen. Ich könnte Ihnen jetzt viel über diese besondere Geige erzählen, welche Elemente den Klang einer Stradivari beeinflussen und was es für eine besondere Kunst ist, sie überhaupt zu bauen. Aber manchmal sind Worte fast überflüssig. Bilder und Klang sprechen für sich. Barbara Lug war in der Stadt unterwegs, aus der die teuersten Streichinstrumente stammen. Es beginnt ganz zart, leise, ein kurzer Moment. Und dann erblüht der Ton und strömt in die Welt. Erschaffen von Stradivari, ein Name wie ein Stoßgebet. Stradivari ist seit seinem Tod bis heute absolute Referenz für alles, das Höchste.
Es ist eine magische Geschichte, die hier in Cremona beginnt. Besessen experimentiert Antonio Stradivari Ende des 17. Jahrhunderts auf seinem Dachboden mit Form und Klang und Holz und konstruiert vollkommene Geigen. Restauratoren und Geigenbauer aus der ganzen Welt eifern ihm hier bis heute nach und versuchen, das Mysterium seiner Instrumente zu durchdringen. So wie Gaspar Borchardt, der Deutsche, der seit 40 Jahren in Cremona an der perfekten Geige tüftelt. Es gehe immer um die große Balance, sagt er, wie bei einer Brücke. Eine Brücke kann auch relativ dünn sein, aber sie muss im Ganzen schwingen und dann verteilt sich das auf das ganze System. Und das Gleiche ist also im Grunde das Prinzip, glaube ich, wie Stradivari so gute Instrumente gebaut hat. Wie also erfasst man die Persönlichkeit einer Stradivari, ihr komplexes Innenleben? Warum ist sie bis heute unübertroffen? Und gibt es ihn überhaupt, den perfekten Klang aus der perfekten Geige? Den perfekten Klang gibt es, glaube ich, nicht. Ich versuche, ihm so nahe wie möglich zu kommen. Ich denke, jeder Geigenbauer sollte mit einer eigenen Vorstellung von Klang beginnen. Und dafür kaufen sie das Holz, das auch Stradivari schon vor Jahrhunderten in den Dolomiten fand. Im sogenannten Violinenwald stehen uralte Fichten mit einer Beschaffenheit, die weltweit einzig ist. Der zuständige Förster sucht die Exemplare für eine internationale Kundschaft und trocknet sie im Resonanzraum. Je regelmäßiger die Ringe, desto besser ist es für den Klang der Geige. Der Stamm wiederum muss möglichst zylindrisch sein. Er darf keine Äste haben, denn Äste dringen bis zur Mitte des Stamms vor und verändern die Fasern. Im Geigenbau sind es die Nuancen. Immer geht es um Nuancen. Und die nächste Generation steht schon da in Cremona und feilt an ihrer Technik und ihrer Vision. Den Klang für die Zukunft zu finden, war meiner Meinung nach das Hauptziel von Stradivari. Und darum geht es doch immer noch, um die Suche nach einem Klang für die Zukunft. Wie dieser klingen wird, wer weiß. Aber Antonio Stradivari wird wohl immer irgendwie mitschwingen. So beeindruckend. Hier schwingt jetzt niemand mehr, sondern fragt, und zwar Maybrit Illner, ihre Runde unter der Überschrift Der Corona-Schock, eine Pandemie und die Folgen. Genau, und das Heute-Journal-Update mit Nazan Gökdemir, das sehen Sie um 0:30 Uhr. Und um 2:45 Uhr, also für alle, die wach bleiben können oder wollen, da warten jedenfalls Joe Biden und Donald Trump auf Sie. Wir übertragen das erste Duell zwischen den beiden live. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss. Guten Abend. Die Gewitter nehmen kein Ende. Heute donnerte und blitzte es praktisch seit der Früh. Zunächst nur vereinzelt im Süden, dann aber zunehmend auch in Richtung Norden. Und diese Gewitterzellen waren blitzintensiv. Sie brachten Hagel und Starkregen. Spitzenreiter ist Berka im südlichen Niedersachsen mit 95 Litern Regen pro Quadratmeter am heutigen Tag. Aber es gab viele Stationen mit großen Regenmengen in kurzer Zeit. Und so kam es dann eben zu den überfluteten Straßen und Kellern, zu übergetretenen Bächen. Auch die Zugverbindung zwischen Bremen und Hamburg zum Beispiel musste heute Abend eingestellt werden. Dazu kam es durch das Zusammenfließen von Luftmassen in diesem kleinen Unwettertief hier direkt über Deutschland. Heute Nacht und morgen wird das Tief aber von einer Kaltfront nach Osten abgedrängt. Nichtsdestotrotz gewittert es heute Nacht noch am längsten im Nordosten, sonst beruhigt sich allmählich die Lage. Auch weil mit dem Westwind etwas trockenere Luft einfließt. Trotzdem erwarten wir wieder eine tropische Nacht im Osten und entlang des Rheins mit um 20 Grad. In höheren Lagen und im äußersten Westen kühlt es auf 13 Grad ab. Von Westen kommt dann auch die Kaltfront und das ist der Grund, warum es im Nordwesten morgen nicht mehr so heiß ist wie heute. Da gab es die Werte um 33 Grad. Morgen sind das angenehmere 20 bis 26 Grad. Im Osten und im Süden, da bleibt es aber weiter schwül und drückend bei Werten zwischen 26 und 30 Grad. Und in dieser Saunaluft entwickeln sich dann schon am Vormittag von der Ostsee über den Bayerischen Wald bis zum Schwarzwald Schauer und Gewitter. Im Osten lassen die nachmittags nach. Im Süden sind aber bis zum Abend Unwetter möglich mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Unwettergefahr ist aber nicht mehr so groß wie heute. Sonst im Rest des Landes, da ist es trocken mit viel Sonne und böigem Westwind.
Am Samstag wird es noch mal richtig heiß und sonnig. Am Abend kommt es dann aber dicke. Von Südwesten kündigt sich eine Schwergewitterlage an, die sich am Sonntag in Richtung Nordosten ausbreitet. Tschüss.